Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kanli, wir sind wieder in den Soundstar Studios und drehen eine neue Folge von unserem Format Artist Talk. Mein Gast heute ist Omero, der mit seiner neuen Single Ella am Start ist und noch einiges vorhat in der Zukunft. Wir haben ein sehr, sehr angenehmes Gespräch geführt. Gebt euch. Jeden Tag bis die Sonne untergeht, jede Nacht immer Stunden unterwegs. Alles Hektik, Panik im Barrio, Tarnung perfekt. Der Panther Armani Couch. Başıma bela, ela 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 ela. Sensiz geceler zindan. Ela 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 ela. Çıkmıyorsun aklımdan. Ela 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 ela. Sensiz geceler zindan. Ela 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 ela. Çıkmıyorsun aklımdan. Was geht ab? Alles klar bei dir. Ja, bei dir? Läuft, danke. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Gerne, gerne, gerne. Du hast gut hergefunden? Ja, aber gut. Ich bin selten in der Ecke hier in München, obwohl ich Münchner, gebürtiger Münchner bin, aber ich habe gut hergefunden. Das ist auf jeden Fall super. Wie gesagt, schön, dass du da bist. Wir fangen mal an mit meiner Standardfrage. Wie hat es bei dir angefangen damals, dass du angefangen hast, Musik zu machen? Beziehungsweise, dass du deine Texte geschrieben hast und dass du ja selber Musik gemacht hast und gedacht hast, hey, ich muss jetzt was aufnehmen oder? Ja, also zumal ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Wir waren schon immer mit Musik in Berührung. Ich habe einen Bruder, einen älteren Bruder, und meine Eltern haben im türkischen Volkschor gesungen, also türkische Volksmusik. Super traditionell, und da bin ich als kleines Kind schon immer mitgezogen worden und hatte schon immer so Rhythmus im Ohr, Melodien im Ohr, und singst du halt mit, wenn die ganze Familie singt, singst du halt mit, aber so richtig mit Rap, sag ich mal, habe ich angefangen, Schicksalsschlag gehabt mit 20, da ist meine Mama sehr früh verstorben leider. Oh. Und dann habe ich auch gemerkt, so, oh, das ist das, was die Familie zusammengehalten hat, weil danach war mein Bruder irgendwie lost, ist in die Türkei für 2 Jahre, mein Dad war irgendwie lost, ich war super lost. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nach England. Ich war in Southampton dann für 10 Monate, also knapp ein Jahr. Auslandsjahr oder was? So ist es, genau. Es hat sich auch ergeben dann. Einfach mal, ich wollte komplett so was anderes, komplett mal wieder zu mir finden und auch mal Abstand. So, weil nicht in der Wohnung so chillen, wo du groß geworden bist und deine Mama halt noch so um dich rum hast in jeder Ecke. Ja, und dann in London ganz anderen Sound gehört, den du so nicht kanntest. Also diesen Oxford-Slang, UK Street-Style-Rap. War total freaky, und da hat mir Rap eigentlich saugeil gefallen. Und dann habe ich, ist total klassisch jetzt, Sonnenbank Flavor gehört. Das war der Hit nämlich damals, wo das war. Und dann habe ich den Türkenbank Flavor, Türkenland Flavor war das gemacht. Geschrieben, ich glaube in 10 Minuten oder so. Also in London geschrieben. Und wo ich nach Deutschland wieder zurück bin, hat meine Freundin mir ein Geschenk gemacht und mir einen Mic gekauft und so ein Behringer Mischpult. Ich wusste null, wie das funktioniert, aber mein Onkel war so im Musikshop im OEZ und hat mir das Ganze eingerichtet. Ja, dann habe ich das einfach reingesmashed, meinen Song, und habe den am nächsten Tag hochgeladen. Am selbigen Tag war mein Onkel noch da aus der Türkei, der hat kurz die Kamera draufgehalten und wir haben ein bisschen hier in der Hood in Neuperlach das abgedreht. Und dann war das die erste Nummer so, ja. Und dann warst du auf einmal Rapper. Ja, die ging auch dann eigentlich ganz gut, ne? Also hat Ja. viel Aufmerksamkeit gemacht. Ja, so quasi eine Sonnenbank-Flavor-Parodie auf türkische Version. So, ja, also letztlich ist es ja so, obwohl ich das gar nicht als Parodie gesehen habe. Ich hatte ja null Kontakte zu Beatmakern. Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe mir den Beat, es war einer der wenigen, die du im Internet halt bekommen konntest, Instrumentale. Welches Jahr war das? Ja, da müsste man mal schauen, wann der rausgekommen ist, der Sonnenbank Flavor, aber ich Also vermute... 2005, 2006 mäßig. Ja, also es ist echt lange her, das kann sein. Das kann wirklich sein, 2007, 6. 7 müsste es gewesen sein, weil 6 ist meine Mama gestorben. Und ja, genau, das war die Zeit. Und dann hat sich das wirklich krass verbreitet, so überall habe ich den Song gehört, und dann hast du halt weitergemacht. Und so habe ich dann zum Rap gefunden. Und dann warst du auch in Neuperlach connected? Ja, anfangs schon. Also ich meine, damals, das war eine Zeit, du musst dir vorstellen, vor 15 Jahren, knapp 15 Jahren, da war noch nicht in jeder Ecke ein Rapper so. Mittlerweile hast du wirklich sehr viele Leute, die Musik machen. Krasses Netzwerk gibt es jetzt unter Musikern, und damals war das nicht so. Also, aber du hast schon die einen wenigen Leute gekannt in München, die da Musik gemacht haben.
Und ganz selten hatte ich da mal einen Auftritt. Und da hast du die halt dann auch gesehen und dann hat man sich zusammengeschmissen und dann halt zusammen seine Sachen gemacht. Aus der Zeit damals noch kenne ich Taifun, sehr jung noch damals zu der Zeit, das ist jetzt immer noch eigentlich ein junger Bursche. Mike J. damals eben war am Start zu der Zeit. Alias war auch hier bei dir in der Sendung, der war da auch bei dem Gig. Und ja, also die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, aus der Zeit, mit denen hatte man schon was zu tun, ja. Und dann hast du auch damals ein Release gehabt, oder? Du hast ein Album oder ein Mixtape gebracht, sogar unter Ömer K noch damals, war der Name? K stand für Kanake damals. Alle dachten, ich werde es mit Nachnamen, irgendwas mit K. Dem war nicht so, ich weiß auch nicht, welche Laus mich da geritten hat, aber Ömer K war halt der Name für die ersten 4, 5 Jahre oder so, sage ich mal. Und habe da einige Songs gemacht. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, ehrlich. Zu der Zeit habe ich auch viel Mixtapes gemacht, also selber Remixe gemacht. Also irgendwelche Songs genommen, A Cappellas und dann wirklich stundenlang habe ich da Remixe gemacht. So ein bisschen DJing, aber alles für mich, sage ich mal. Und da habe ich dann auch so meine Feinheit für den Sound entwickelt, sage ich mal, in der Zeit. Und immer wieder halt meinen Song rausgehauen. Die sind alle auf YouTube irgendwo verteilt. Ich habe die nie proaktiv hochgeladen. Die meisten Songs, die es von mir damals aus der Zeit gab, haben halt irgendwelche Fans oder Fan-Accounts hochgeladen und sind jetzt so Karteileichen. Ja? Also wenn du ich könnte die noch nicht einmal entfernen, weil ich nicht weiß, wer die hochgeladen hat. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht mehr, diese Leute, ja, die das damals hochgeladen haben. War ja dann auch noch so Generation MySpace, oder? Ja, MySpace, es war ein Zeitalter. MySpace war unser Ein und Alles. Das war die Plattform, wo du dich connected hast. Kennst du auch noch damals die Zeit? Ich war bei MySpace bei mir voll raus, Digga. Okay. Genau, wo ich angefangen habe, älter zu werden, war schon eigentlich Generation Facebook. Ja, also MySpace war Facebook der Musiker, sag ich mal. Und wenn du da so, hast du dir halt deine Favoriten rein in deine Freundesliste gepackt und mit denen halt geschrieben. Und du wusstest damals noch, oder war zumindest die Einbildung, wenn ich jetzt einem krassen Rapper schreibe, dann sitzt er auch wirklich am Rechner und liest es. Ja? Mittlerweile ist es ja so, ist, keine Ahnung, jeder hat einen Manager, du schreibst eigentlich per E-Mail, es landet irgendwo und wird vorgefiltert und du erreichst den Künstler eigentlich gar nicht mehr, es sei denn, du hast einen persönlichen Draht zu dem. Aber damals war das alles noch so hemdsärmlich, so total direct und familiär, sage ich mal. MySpace waren übertrieben krasse Zeiten so. Also sehr underground war alles. Ja. Und später bist du dann auch mit SK Ekrem hast du zusammen einen Song gemacht. Frei sein, war ein Agro-TV-Release. Ja, genau. Wir haben sogar mehr Songs gemacht. Ich glaube, Ekrem hatte damals ein Album in der Mache mit bestimmt 8 bis 10 Songs und da hatte ich, glaube ich, sogar 2, 3 Songs mit ihm gefeatured, aber das Album ist, soweit ich weiß, nicht rausgekommen. Da haben sich auch Pläne geändert oder er hat wahrscheinlich versucht, das zu vermarkten. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber Frei sein war ein Song, ja. Damals über Agro dann noch rausgebracht und aus der Zeit kennen wir uns beide ja noch. Ja. Da hast ja du mit deinem Kumpel quasi das Video gedreht, gell? Ja, wir haben da mitgedreht, haben das Video organisiert. Ekrem hat es geschnitten. Gruß an Ekrem übrigens an der Stelle. Peace an Ekrem. Mittlerweile, was ist die genaue Bezeichnung von ihm? Regisseur? Regisseur? Ich kann es nicht mehr aussprechen. Ekrem macht so übertrieben krass viele Sachen. Ich glaube, er ist Drehbuchautor, Regisseur, Businessman. Durch und durch. Also er hat sehr, sehr viele Businesszweige mittlerweile, ja. Ja, man sieht auf Instagram immer hier und da unterwegs. Überall. War auch eingeladen jetzt am Februar, die Woche bevor Corona losgebrochen ist. Er macht auch so Berlinale Veranstaltungen. Ja. Das hat wirklich er gehostet und ein riesen Netzwerk hat sich da eingefunden in einem Bristol Hotel. Und da war ich dann auch zu Gast und Ekrem, ja, macht seinen Weg. Cooler Typ. Und nach dem Release damals, was ihr da hattet, warst du dann familiär auch so ein bisschen anders unterwegs? Hast du halt gedacht, okay, Musik ist jetzt nicht mehr so die Priorität Number One? Hast du mehr hast dich ein bisschen zurückgezogen? Ja, also man ist halt älter geworden im Sinne von, du merkst ab einem gewissen Zeitpunkt, dass du wirklich Verantwortung gegenüber einem anderen auch hast. Also sprich Familie. Ja, also wenn du dann verheiratet bist und Kinder kommen, Mucke machen ist dein Herz, aber du musst die Familie irgendwie auch finanzieren, ja. Und das war dann die Zeit, wo ich dann beruflich eingestiegen bin und dann auch wirklich reingehauen habe und die bestimmt 6 Jahre mit Musik nicht wirklich viel, leider nicht viel Berührungspunkte dann hatte, ja, weil ich dann einfach arbeitstechnisch
äh, ganz schön gut aktiv war. Ja. Wie viele Kinder hast du? Ich habe Zwillinge. Also junge Mädel mit einem Wurf quasi gleich 2 und junge Mädel bedient und ich hoffe, es bleibt doch dabei. Also die halten uns so auf Trab. Wie alt sind die jetzt? Die sind jetzt ein bisschen als März 2017 geboren, 3,5 Jahre alt und machen viel Spaß. Also ich möchte es nicht mehr missen, sage ich mal, ja. Und das Interessante ist, dass ich jetzt mehr Zeit wieder für Musik habe. Also es ist so ein Alter, so mit 3 sind die schon selbstständiger und da jetzt habe ich auch wieder Zeit für andere Sachen, sag ich mal. Aber davor du bist landunter. Also mit Twins am Start, alle Zwillingseltern, also ich fühle euch. Das ist so krass. Ja, und jetzt hast du dann, ich glaube im letzten Jahr hast du deine ersten Releases wieder gehabt, oder? 2019? Mhm. Und wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, komm, ich will jetzt doch wieder Musik machen, ich habe jetzt doch wieder Bock. Du bist ja auch im Verhältnis zu damals viel professioneller geworden. Also damals war das ja viel Home Productions, wie gesagt, du hast keinen Plan gehabt von Musikproduktion, viel einfach mal ein Beat gepickt und just for fun gemacht. Und mittlerweile kommen deine Songs aber schon sehr, sehr strukturiert rüber. Hast du in der Zeit, in der du weg warst, wirklich an so einem Comeback quasi schon gearbeitet oder in deinem Kopf zumindest, dass du gesagt hast, okay, wenn ich wiederkomme, dann mache ich das gut? Also ich sag mal so, ich habe ja im Kopf immer gehabt, dass ich mit der Musik weitermache und ich hatte auch 2011 in die Wohnung gezogen mit Familie, ein Zimmer als Studio eingerichtet und es war wirklich als Studio die ganze Zeit präsentes Zimmer, ich habe es nicht nutzen können, aber die Idee war, ich werde da reingehen und werde Musik machen und die Kontakte sind auch immer geblieben über die Jahre, also ich habe weiterhin Kontakt zu all diesen Leuten, mit denen ich mal Musik gemacht habe. Der große Unterschied ist, die Zeit davor, es waren keine eigenen Beats, ich hatte da zu wenig Connections, ich habe halt Beats gepickt, die mir gefallen haben, habe einfach meine Songtexte drauf geschrieben. Was die wenigsten wissen, in der Zeit, wo ich von Musik weg war, habe ich wirklich nicht übertrieben, bestimmt 500 Songs geschrieben, also mindestens 500 Songs. Festplatten voller Songs, Songtexte, ich kann sie nicht zählen, also so viel. Und da hat sich einfach so, weil ich gerne auch verarbeite, was ich so in mir, was ich denke, was ich fühle und einfach so viel passiert ist in der Zeit, habe ich einfach extrem viel geschrieben. Und der große Knackpunkt in der Musik heute, die ich mache, ist halt, dass wirklich gute Produzenten dahinter stehen und die Beats auch exklusiv sind, mittlerweile auch Mischen, Mastern auf einem hohen Level ist und das Ergebnis sieht man ja. Also es ist, wie du schon sagst, jetzt ein neuer Schritt, was Musik betrifft. Und du hast jetzt auch unter anderem mit, wie heißt er nochmal, Heiki? Ja, genau. Mit Heiki bist du auch connected aus der Türkei. Ein sehr krasser Künstler, wirklich sehr kreativer Künstler und ich kannte ihn auch nicht. Also bis Mitte letzten Jahres kannte ich ihn überhaupt nicht. Da kannte ich, wenn du über türkisch Rap geredet hast, ich kannte Ceza, Sagopa und das war's. Also ich war wirklich null existent in der Szene da und es war total der Zufall. Ich war Kurzurlaub, hab die Kinder eingepackt, die Frau und bin nach Çeşme, da haben wir ein Sommerhaus. Und mir war langweilig und habe einfach mal Spotify türkischen Raplisten durchgesäppt, ja. Und dann habe ich Heiki irgendwie gesehen, habe mir die Songs angehört und dachte mir so, okay, krass, kennst du nicht, nie gehört. Auf Instagram geguckt, eine Mail geschrieben und er ist sofort beantwortet. Wir haben uns ausgetauscht und FaceTime gemacht. Alles in den 2 Wochen Kurzurlaub und haben dann auch beschlossen, Musik zu machen, ja. Es ist alles super schnell gegangen. Und dann war der in Deutschland im Winter letzten Jahres. Wir haben in einer Woche 2 Produktionen durchgezogen. Panther und Inanamam. Songs nur? Songs und Videos. Also die kann man, Videos gibt es auch dazu. Und haben das Ganze auch professionell dann mischen, mastern lassen. Und so hat die Freundschaft, ich sage bewusst Freundschaft, weil es war nicht einfach so ein Mucke-Ding, die Freundschaft angefangen, weil wir seitdem, also seit einem Jahr uns eigentlich täglich hören, täglichen Austausch sind. Und wir uns da auch was Großes mittlerweile auch aufgebaut haben und das weiterhin ausbauen werden. Und ihr habt ja auch ein Label gegründet, also Unique Fabrik. Ja, Unique Fabrik, also das Label gab es schon. Das ist ein Label, es gab es, bevor wir uns kennengelernt haben, 10 Monate ungefähr. Da hatte er sich von seinem Partner getrennt und hat das gegründet. Aber das war noch sehr unstrukturiert alles. Und in diesem Label sind mittlerweile, wir sind 20 Artists finden sich da ein. Und wir suchen immer nach jungen, talentierten und haben da eine E-Mail, wo sich fähige Leute melden können, ihre Demos einsenden können. Wir haben 2 Delegierte, die sich da um die Sachen kümmern.
Und wenn wir wirklich gute Sachen hören, schauen wir, dass wir für die Beat Production Mix Master übernehmen und haben ein Sublabel sogar, wo wir dann die unbekannten Leute rausbringen und wir schauen auf primär dann auch Unique Fabrik eben größer zu machen. Also Heiki mit seinen Feeds und wir schauen auch starke weitere Partner dazu zu holen. Und habt ihr da schon auch Pläne jetzt für Releases? Steht da schon demnächst irgendwas an? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt erst vor einem Monat 5 Songs abgegeben nach Sony, Sony Türkei. Der Deal ist im Sack. Also jetzt wird es erstmal so sein, dass wir Heiki pushen, 5 Songs über Sony und einen Song haben wir zusammen. Das wird unsere dritte Kooperation sein, also Feature mit mir, was wir über Sony rausbringen und mittelfristig ist der Plan dann, das auch zu verbinden mit Sony hier in Deutschland und gucken, was können wir wirklich majorseitig in Deutschland noch machen, weil wir eigentlich auch das Label verlagern wollen, also von der Türkei nach Deutschland. Und mal schauen, was noch alles passiert. Ich meine, Corona hat jetzt natürlich viel Verzug in die Kette gebracht. Ich glaube, das wissen wir alle, was das ganze Corona-Ding mit sich bringt. Aber der Plan ist weiterhin, dass wir das ausbauen, ja. Sind das größtenteils türkischsprachige Künstler? Eigentlich aktuell ja. Ist ganz lustig, weil 3 davon, die lernen jetzt gerade über Apps Deutsch und Englisch. Und ich weiß nicht, ob ihr, also der ein oder andere wird es wissen, Ezel ist das beste Beispiel für mich. Ich habe ein Interview von dem letztens gehört, wo er perfektes Englisch spricht, wirklich, also unfassbar. Und ich kenne die Türken, die da leben. Du lernst Englisch nicht wirklich gut, also keine Chance. Also ich habe da mal mit einer Englischlehrerin gesprochen, dachte mir so, Alter, redet die Englisch oder was ist da? Also du siehst schon, da ist ein starker Wille dahinter und es ist möglich. Und Ezel hat jetzt, ich glaube, vor ein paar Tagen einen englischsprachigen Song sogar rausgebracht. Ich glaube, er rappt sogar auch Deutsch in dem Song. Ich muss mir den anhören. Aber aktuell alle türkisch, aber wir sind sehr getrieben, auch deutsch-englische Musik zu machen, auch die jetzt halt eben nur türkisch machen. Was würdest du sagen, sind die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem türkischen Markt? Jetzt rein noch vertrieblich und positionstechnisch, also wie du die Mucke an den Mann bringst, wie das aufgenommen wird und Also ich sag mal, das Türkei ist für mich so ein hartes Phänomen, wirklich, ich feiere das unfassbar, weil sich da alles, diese organische Entwicklung, von der immer jeder spricht, die ist hier nicht wirklich existent in Deutschland, aber die gibt es in der Türkei. Also wenn du in der Türkei was machst, was Neues, was anders ist, und da reicht es schon, also ich bin jedes Jahr zum Urlaub hin und ich rede einfach Türkisch, so wie ich es gelernt habe, aber die merken natürlich alle, der kommt aus Deutschland, so wie der redet mit meinem Dialekt. Und die feiern das so krank. Also egal wer, es kann jeder bestätigen, der Deutsch-Türke, der hier aufgewachsen ist, der dort Türkisch spricht, der wird gefeiert, weil du einfach anders bist. Und genauso ist es mit der Musik. Wenn du da was bringst, was Neues bringst für die, und es ist zweifelsohne neu, weil es einfach du von woanders herkommst und der Sound anders ist, dann feiern die das brutal. Und das war eben so, dass wir Panther in Inanamam haben wir rausgebracht, ohne Promo. Und das Ding hat seinen Weg in die Radiostation gefunden. Es hat Interviews stattgefunden. Und wir haben Airplay über zig Radiostationen und das ist alles von selber passiert, ja. Und ich würde wetten, wenn ich da leben würde, also wenn ich jetzt öfter auch da unten wäre, wenn Corona nicht wäre, dann hätte ich da bestimmt schon die ein oder andere Interview-Session auch hinter mir gehabt. Also das feiere ich sehr, rechne ich auch sehr hoch an. Türken haben Bock auf Mucke ohne Ende und sind musikalisch bestimmt 6 Jahre hinterher, was Deutschland betrifft. Aber sie sind sehr hungrig nach Musik und sie konsumieren sehr gerne Musik. Riesenpopulation, also fast 80 Millionen Menschen leben auch in der Türkei und die konsumieren unfassbar viel Musik. Das ist echt Hut ab. Siehst du dich in der Zukunft mehr als Labelmanager oder als Künstler? Also ich sag mal so, auch aufgrund meines Berufes sehe ich schon meine Funktion eher in der Steuerung. Planung, Steuerung und jungen Leuten eben das mitzugeben, was ich auf meinem Weg so gelernt habe und ein ganzes Wissen quasi so einzubringen und das eben so zu meinem Business zu machen. Aber nach wie vor, ich habe Bock auf Mucke. Also solange ich Bock auf Mucke habe, werde ich auch Mucke selber machen. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Also du machst das, auf was du Bock hast und dann wird es sich durchsetzen. Dann auch mehr aus Leidenschaft als aus geschäftlichen Aspekten. So ist es, ja. Aber wie gesagt, weil du das auch nochmal ansprichst mit dem Managen, also ich habe schon vor, wenn das Ganze dann mal wirklich in Deutschland sich manifestiert, dann wirklich steuerungstechnisch die Aufgaben zu übernehmen für das ganze Label. Also Produktion organisieren,
Live-Auftritte organisieren, Presse organisieren, Ganze Promo-Geschichte. ganze Palette einfach komplett. Und bist du da schon mit einem Vertrieb gekoppelt? Ja, also ich habe Yves Saint Laurent im September letzten Jahres rausgebracht über iGroove und viel im Austausch gewesen mit iGroove auch. Die machen den ganzen Vertrieb aktuell für uns und auch eben für die Türken. Ist ganz lustig, weil die haben eigentlich in ihrer Software das gar nicht drin. Also du kannst dich mit einem türkischen Account eigentlich gar nicht wirklich anbinden, weil du nur auf Deutschland oder auf andere Länder limitiert bist, aber Türkei gar nicht existent ist in der Datenbank. Aber über mich haben wir das dann eben so eingetütet, dass es ging. Und das Label ist jetzt das erste türkische Label, was auch bei dem Vertrieb ist, wo ich bin, bei iGroove eben. Crazy. Ja, es ist crazy. Weil wenn die auszahlen wollen, musst du Adresse angeben, wenn du deine Payouts willst und die ist halt jetzt München und dann XXX Mahallesi Cadde Sokak 35 oder so. Ja? Also die Adresse kannst du nicht Istanbul hinterlegen oder so, das geht nicht. Musst halt München schreiben, aber die Straße ist halt irgendwo in Istanbul, irgendeine Straße. Haben so einen kleinen Software-Hack gemacht, aber es funktioniert. Crazy, Digga. Du bist ja auch mehr oder weniger durch YouTube damals ein bisschen Fame geworden oder hast dann in YouTube damals dein Ding gemacht, auch viele Klicks gemacht und so. In der Türkei war YouTube teilweise mal so ein Problemfall, ne? Ja, so ist es, ja. Die haben es gesperrt oder ist es mittlerweile wieder offener oder wie war das? Was war da genau nochmal mit? Also Türkei ist, sage ich mal, dieses Risiko ist immer da. Das ist auch nicht weg oder so. Da kann jederzeit alles passieren. Also Twitter kann gesperrt werden, wird auch immer wieder mal angesprochen. Die haben sogar, vor 2 Wochen hieß es, dass, es ist echt krass, also die wollten Spotify offline schalten. Kein Spotify mehr in der Türkei. Die wollten auch Lizenzeinnahmen. Also Spotify zahlt ja auch an die GEMA hier. Da war es halt eben nicht so. Und die haben gesagt, es ist unser Recht, also wir wollen auch Lizenz haben, wenn ihr in unserem Land was quasi streamt. Vertickt so, ja. Und gab es eben nicht und da wurde ein Ultimatum gestellt an Spotify. Die Info, die ich bekommen habe aus den Artists, die das da verfolgt haben, ist 3 Stunden vor Ablauf dieses Ultimatums hat Spotify dann eingewilligt, Lizenzen auszuzahlen und somit gibt es halt nach wie vor Spotify in der Türkei. Aber es hätte so weg sein können, ja. Und so ist es auch mit YouTube. Also es kann sein, dass es gibt Kanäle wie NetDi, mag auch der eine oder andere kennen, die haben ja unfassbar viele Follower, 15 Millionen Follower. Davor war das ein anderer Account und der heißt jetzt eben nur so, weil der alte abgestellt worden ist, ja von heute auf morgen weg. So, wenn du da ein paar Sachen bringst, die vielleicht ein bisschen sozialkritisch sind oder so, kann es sein, dass es dich morgen nicht mehr gibt. Also die Gefahr, die gibt es leider. Voll nur so, gell? Also es geht nur eigentlich um diese Erdogan-Geschichte, dass wenn man ihn kritisiert, ja. Oder quasi, dass er versucht, diese Nachrichten gegen ihn unten zu halten. Ja, also wenn ich sag mal so, am besten ist, du machst gar nichts Politisches, das fachst gar nicht auf, weil das kannst du nur verlieren. Aber es ist auch eher so, es ist ja so ein bisschen konservativer auch geworden, das Land unter der Regierung. Und wenn du auch mit Drogen oder was machst oder da ein bisschen was zeigst oder in den Songs sowas verarbeitest, kann es auch sein, dass die Songs verbannt werden. Oder dass du als Künstler dann im Knast landest. Also die Beispiele hat es ja alle gegeben. Gibt es ja nach wie vor. Und ich kenn da auch einige, ja. Bist du über Drogen gerappt und im Knast gelandet? Ja, beste Beispiel, Ezel zum Beispiel. Also der war ja auch kurzzeitig drin, sage ich mal. Und das ist immer das Problem, wenn der Künstler seine künstlerische Freiheit nicht nutzen kann, weil er limitiert wird durch solche Sachen, dann das hemmt dich als Künstler. Das ist der Killer. Das darf nicht passieren. Ja, voll. Und ich finde, er hat das Beste draus gemacht. Also er ist jetzt hierher, hat seinen Lebensmittelpunkt verlagert nach Berlin und er ist von einem lokalen Künstler, Star zu einem Weltstar geworden, in meinen Augen. Also ich feiere das. Und deswegen, also das ist so ein bisschen das Problem, was die Sache mit Türkei betrifft, aber es hat viele andere Vorteile und auch inspirierende Momente, was es mit sich gebracht hat, sag ich mal, mit den Leuten da zu arbeiten. Wie wichtig ist denn sonst Social Media für dich? Also um ehrlich zu sagen, Social Media ist das Wichtigste überhaupt, A und O, aber es ist das Lästigste überhaupt. Also ich hasse es, weil du wirst voll gepumpt mit Infos, diese Reizüberflutung, sag ich mal, der du dich unterziehen musst, ist schon krass. Also kann jeder ein Lied von singen. Also du musst existent sein, du musst deine Postings bringen, du musst deine Story tellen. Die ganze Zeit, ja. So ist es ja, weil sonst, so funktioniert das nun mal. Leider ist es so. Sonst verlierst du halt eigentlich auch am Ranking so ein bisschen. Ja, wenn du inaktiv bist, die Algorithmen alle im Hintergrund schalten dich dann eben auf, deine Reichweite wird gedrosselt und. Das ist teilweise krank, sag ich mal, aber es ist halt nun mal so. Wer das Spiel nicht mitspielt, wird halt einfach nicht effizient sein.
Aber ja, lässt sich auf der einen Seite, aber notwendig auf der anderen. Ja, Social Media ist auf jeden Fall echt eine Sache, die jeden Künstler irgendwie fickt, Digga. Gibt doch so eine Influencerin, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, da gab es so eine Influencerin, oder eine YouTuberin, die hat so ein Video gedreht, wo sie voll den Nervenzusammenbruch hatte, weil die darauf nicht mehr klargekommen ist. In Deutschland oder wie? Ja, die hat irgendwie, du musst ja als YouTuber, glaube ich, ungefähr 3-mal pro Woche mindestens 10 Minuten Videos hochladen oder so. Mhm. Und die hat dann ihre Speicherkarte verkackt irgendwie. Okay. Und konnte dann nicht releasen. Und dann hat die so ein Video gemacht, wo die dann so 10 Minuten voll den Nervenzusammenbruch und voll weint und sagt, und das ist voll viral gegangen. Influencen ist so hart und so. Ja, so eine Schminktussi, die halt so, keine Ahnung, was sie macht, so Schminktutorial-Videos und so. Aber was anderes, hörst du aktuelle Charts? Oder was ist deine aktuelle Playlist? Was hörst du für Musik gerade, wenn du unterwegs bist? Also ich sag mal so, ich höre die gängigsten Spotify-Playlisten, aber nicht nur in Deutschland. Also ich höre auch von anderen Ländern die Top 50 UK oder keine Ahnung, sowas höre ich gern. Weil ich finde es immer gut ist, wenn du das als Inspiration nimmst, ja. Und wenn du immer dieselbe Sache hörst, dann bist du auch sehr schnell satt von dem Ding. Und ich finde, wenn du dir immer echt verschiedene Sachen anhörst, dann hält dich das auch frisch im Hirn. Was höre ich? Also seitdem ich in der Deutschrap brandneu war, höre ich natürlich gerne da immer rein. Jede Woche frische Songs. Ich finde es auch ziemlich cool, weil du da auch Newcomer eben hörst. Und du siehst auch so wenigstens ein bisschen Varianz, weil Deutschrap ist schon sehr eintönig geworden, sage ich mal, was das betrifft. Und in diesen Shisha-Listen hört sich ja jeder Song gleich an, ja, das ist echt bitter. Aber ja, gängigsten Spotify-Listen. Wir haben unsere eigene Playliste auch von Unique Fabrik, wo jeder Song einfach reinkommt. Wir haben im letzten Jahr 65 Singles veröffentlicht. Alleine so kannst du schon eine Playlist füllen, sage ich mal. Ja, 65 Songs ist krass, ja, auf jeden Fall. Du hast gerade schon angesprochen, alles hört sich ziemlich gleich an. Und wir sind auch viel mittlerweile bei dem Autotune-Ding. Du selber benutzt auch Autotune. Meiner Meinung nach bist du eigentlich ein stabiler Sänger und hättest Autotune eigentlich gar nicht nötig, weil Autotune ist ja im Kern eigentlich ein Tonkorrekturprogramm. Mhm. So, wie kommst du auf Autotune? Also ich sag mal so, ich habe Autotune nicht wirklich gekannt, aber ich denke, Autotune ist mittlerweile nicht nur ein Vocal-Korrektur-Tool, sondern es ist auch ein Stilmittel. Also viele setzen es ja ein, um diesen innovativen Sound zu kriegen, diesen future-lastigen Sound irgendwie. Und Heiki ist nicht nur Rapper, sondern auch Soundingenieur, also mischt und mastert. Und der hat halt ein paar Songs von mir so abgemischt. Und er hat es halt in seinem Style abgemischt, ja, also mit seinem Autotune drin. Und ich fand es eigentlich ziemlich cool. Und ich habe gesagt, okay, dann lass es drin. Also ich finde, es gibt so eine kleine, knackige Note noch mit rein, die du wenn du korrekt singst, nicht brauchst, weil da macht der Autotune auch nicht viel. Also wenn du richtig singst, dann macht es ja auch nicht viel. Ja. Aber so ein bisschen dieses knackige, blecherne, so finde ich irgendwie nice. Es passt zu dem Vibe, der aktuell ist. Aber wie du schon sagst, also wenn der Vibe weg ist, lässt es halt weg wieder, ja. Ich beschwere mich da nicht. Wenn mir die Mische und Master gefällt, sage ich, gib ihm, egal ob mit oder ohne Autotune, das ist mir dann eigentlich egal. Und auf was legst du sonst Wert, wenn du Musik produzierst? Bist du ein stressiger Typ im Studio oder würdest du dich als gechillt betrachten? Also ich bin, ich würde mal sagen, eher gechillt, aber die meisten sind viel gechillter wie ich. Also stört es mich dann meistens schon, ja. Wenn du in der Pre-Session bist, du da wirklich beim Aufnehmen bist, irgendwie da 3 Stunden vergehen, dann kann ich nicht mehr frisch in der Birne sein, so, dann bin ich schon müde, will eigentlich wieder ins Bett, so. Da bin ich noch zu bieder, zu sehr Büromensch, glaube ich. Aber ich bin eigentlich vom Gemüt her total der relaxte Typ, so. Aber du nervst deine Produzenten schon oder sagst du, hier, ich gebe dir jetzt die Vocals, mach was du willst, ich hör's mir dann an? Oder bist du dann schon so, dass du genau dein Bild hast und sagst, hey Leute, wir müssen es jetzt genau so machen, wie ich mir das vorstelle? Also ist es echt erschreckend, dass es eigentlich fast, ich sag mal 99% der Fälle immer so ist, du setzt eine Deadline und die wird gerissen. Das ist immer so. Und wenn ich weiß, okay, der Song ist jetzt aufgenommen, ist im Kasten, ich will den noch vor Silvester rausbringen, Mitte Dezember vielleicht, dann sage ich, Deadline ist Ende November, weil ich genau weiß, es wird sich verspäten. Ja. Es ist immer so. Also du wirst, ich habe immer im Kopf meine 2-3 Wochen Puffer mit drin. Und was auch viele unterschätzen, Künstler, wenn du einen Song hochlädst, dann musst du auch 10 Tage Delta lassen, bis der Song rauskommt.
wenn du in die Playlisten reinkommen willst. Also ich habe, seitdem ich diese Regel befolge, habe ich krasse Playlist-Positionen bekommen. Wirklich krass, also global. Ich war in den heftigsten Playlisten drin mit den letzten Songs, wo ich gar nicht gedacht hatte, wo ich gelandet bin, ja. Oder New Music Friday, wusste ich erstmal gar nicht, dass es die Playliste gibt. Da tummeln sich dann UK-Rapper oder so auf einmal und du bist da mit drin. Und dann hören dich halt Leute, die dich nochmal nie hören würden. Ich kann es jedem nur sagen, es ist sehr wichtig, plant eure Releases, das ist das A und O. Also wenn ihr den Song macht, das ist die eine Sache, aber 50% ist die Planung davor und dann, wenn der Song da ist, und die meisten machen da überhaupt nichts und das ist eigentlich total der Fehler, finde ich. Ja, dass die Leute einfach nur raushauen, dann gucken, was passiert. Genau, nicht richtig positioniert. Wie du schon sagst, diese Playlisten sind immer wichtiger. Aber es gibt auch viel Fake-Scheiße dabei, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube, es wird auch viel Click-Faked. So. Also, weißt du, was mir gestern zum Beispiel ein Kollege erzählt hat, der hat gesagt, es gibt so viele, also iGrooves würde ich jetzt nicht dazu zählen, aber es gibt so viele Leute, die Playlisten quasi anbieten und quasi Newcomern sagen, gib mir jetzt so und so viel Geld und dann organisiere ich dir so und so viele Klicks. Und dann machen die das irgendwie so, dass sie angenommen jetzt Contra K bringt einen neuen Song raus, eine neue Single. Die nehmen dann das Cover von Contra K, den Titel von Contra K Okay. Und machen eine Playlist, aber Contra K ist erst der zweite Song. Mhm. Und als erstes, weißt du, so, du klickst dann quasi so auf den Ding. So, du kriegst dadurch halt quasi keine realen Hörer, die sich für deine Musik interessieren. Aber hast dann trotzdem die Klicks und zahlst dafür Geld, ja. Also ich sag mal so, natürlich ist der Markt hochmanipulativ. Das haben wir auch schon durch x Berichte gehört. Also das Stichwort Kai, den es scheinbar jetzt nicht mehr geben sollte. Aber gut, da wird natürlich viel gefaked, viel manipuliert, klar. Aber ich spreche in erster Instanz von den offiziellen Playlisten. Also wenn du in eine offizielle Playliste kommst, kannst du Gift drauf nehmen, dass das alles real ist. Also das sind wirklich User da hinten, die das auch hören. Und dann auch den Song. Und du siehst halt auch, ich kann es auch nur den Leuten sagen, also guckt, wenn ihr in die Playlisten kommt, passt das Verhältnis zu den Saves, also wird der Song gesaved, passt es zu den monatlichen Hörern, die Streams, also passt das Verhältnis zwischen diesen Parametern. Wenn nicht, dann lieber die Finger davon, weil es bringt ja euch nichts. Also wie du schon sagst, wenn da ein Bot dahinter steckt, dann hast du ja reichweitentechnisch nichts gekonnt. Ja, voll. Aber ich sag mal so, das gibt's. Aber man kann sich davor schützen auf der anderen Seite. Von daher finde ich es nicht so schlimm. Man muss halt wirklich das analysieren und dann einfach gucken, dass du das alles super planst und eine coole Musik machst. Und dann wird sich das schon durchsetzen, denke ich. Früher waren wir auch oft so, dass du quasi als Künstler independent immer sehr, sehr krasse Schwierigkeiten hattest, irgendwie an den Start zu kommen. Quasi die Künstler, die von einem Major-Label irgendwie unter Vertrag genommen wurden, sind sehr, 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 sehr groß geworden. Die haben ja dann irgendwann Street-Rapper gesigned und so weiter. Mittlerweile hat sich alles ein bisschen mehr in die Independent-Richtung entwickelt. Würdest du sagen, dass es gut wäre, heutzutage sich einem Major-Label anzuschließen? Und was denkst du, was Künstler mittlerweile schon alleine machen können, um einen Major-Deal zu umgehen oder halt dieses Anbiedern, unbedingt darauf hinzuarbeiten, jetzt mit einem Major zu arbeiten? Oder was? Also ich würde jedem raten, schaut erstmal, dass ihr euch eine Reichweite aufbaut, weil einfach die Verhandlungsposition viel besser ist, egal mit wem du redest, dealtechnisch, ist immer besser, wenn du auf deiner Seite schon ein paar Pluspunkte hast. Und wenn du ein unbeschriebenes Blatt bist, dann wirst du sicher keinen guten Deal kriegen, dann kannst du dir den eigentlich auch sparen, sage ich mal. Von daher würde ich jedem raten, erstmal selber was machen, um Referenzen vorweisen zu können. Und entweder bist du dann so erfolgreich, dass du sagst, ich brauche eigentlich finanziell habe ich alles, ich kriege das selber hin. Das ist ja das Coole mittlerweile, dass alles günstiger geworden ist. Also vor 10 Jahren Videoproduktion hast du halt unfassbar viel gezahlt, wenn einer mit einer Red gedreht hat oder so. Das geht in die Tausender-Bereiche, nur das Ding auszuleihen, ja. Mittlerweile kannst du für, ich sag mal, kleines Geld halt auch coole Videos drehen. Mit Handy teilweise. Ja, du sagst es. Und wenn halt dann einer wirklich versiert ist und es schneiden kann und Color Grading drauf hat oder wie auch immer, ich bin jetzt auch nicht so der Fachmann, aber du kannst, sag ich mal, auch daheim coole Vocals aufnehmen und das Mischen auslagern, das ist auch nicht die Welt, ja. Mastern auslagern, zahlst du ein paar 100 Euro für den Song, Beat vielleicht auch nochmal ein bisschen was, machst ein Video und wenn es knallt, dann fährst du das alle mal rein, sag ich mal. Es ist ja keine Unmengen, die du dann ausgibst.
Und dann ist wirklich die Überlegung, brauche ich überhaupt Major? Aber klar, ich meine, wenn der Major mit Millionen winkt, dann überlege ich es mir natürlich auch, ja. Aber da musst du erstmal hinkommen. Ja, also die Major-Labels, so wie ich das mitbekommen habe, zahlen sowieso immer nur Vorschüsse so weit aus, wie du schon mal eingespielt hast. Also angenommen, du hast jetzt mal 5.000 Euro mit deiner Musik verdient, dann würden sie dir maximal 5.000 Euro auch geben. Wenn du ein Künstler bist, der 50.000 schon reingewirtschaftet hat in der Vergangenheit, dann würden sie dir auch einen Vorschuss von 50.000 geben. So. Also so läuft es irgendwie mit So ist es auch bei iGroove übrigens. Also Stichwort Recouping. Also A, berechnen sie, was ist das Geld, was du kriegen kannst, und das berechnen sie anhand von deinem Katalog. Was hast du schon vorgezeigt, so auf die Art. Und dann kriegst du auch, sag ich mal, Betrag X, und der wird aber dann erstmal zurückbezahlt. Also das, was du verdienst, geht dann erstmal in die Kasse rein, und erst wenn das wieder drin ist, machst du Geld. pari bist, dann kriegst du eben Kohle. Ja. Ich meine, das ist natürlich cool für Leute, die einmal kein Geld haben, die können, aber da musst du erstmal was vorweisen können. Das ist das andere. Also wenn du von null anfängst, kriegst du keinen geilen Deal. Das ist halt das Ding, was viele Leute haben im Kopf, dass sie denken so, ich will jetzt Rapper werden und jetzt, ich hole mir jetzt einen 50.000 Euro Vorschuss. Und die werden da nie hinkommen. Weißt du, das ist ja 50.000 Euro ins Nichts geballert. So. Was hast du denn vor jetzt in der Zukunft? Also es ist noch gar nicht verkündet worden. Wir haben jetzt, Olvi ist ein sehr krasser Künstler, der ist noch sehr jung, 21 Jahre, und der ist auch bei uns im Camp und unfassbar talentiert, und mit dem machen wir eine EP. 6 Songs, die sind eigentlich schon alle fertig, aber wir haben gesagt, wenn die wirklich zu Ende gemischt und gemastert sind, dann gibt es eine Annonce, dass Was das ist Ding kommt. Mehr Rap oder mehr Pop? Nee, es ist ein sehr krasser Sound, sehr innovativer Sound, also so Future-Hip-Hop-mäßig, würde ich sagen. Geht so ein bisschen in die Trap-Szene rein. Es ist wenig Gesang, es ist mehr so trappiger Rap. Also, ja, ich kann dir gern was zeigen mal. Also, aber sehr interessant, der Beatmaker ist ein sehr junger Türke, der in Nürnberg gelebt hat, und der ist jetzt für immer in die Türkei gezogen, ins Dorf. Auch unfassbar krass, hat sehr schlechtes Internet da, aber die Kommunikation läuft über das Handy seines Onkels. Das ist ganz crazy. Aber der macht die Beats, und der macht einfach so einen krassen Style in seinen jungen Jahren, das ist unfassbar. Und der wird alle Beats von der EP machen. Das ist so der erste Stein, der jetzt Ende Januar fallen soll, so bringen wir die EP. Und einen Single, wie gesagt, die wir mit Sony schon unter Dach und Fach haben, mit Heiki. Und bestimmt 6 Singles in der Mache aktuell, die ich dann eben im nächsten Jahr plane, die Releases dann. Und das ein oder andere Feature wird sich ja noch ergeben, denke ich. Ja, cool. Was haben wir noch so? X-Factor warst du auch mal? Ja, aber frag mich nicht, wann das war. Also ich glaube, es war die erste Folge oder die zweite. Bestimmt 12 Jahre her, 13 Jahre her. Damals hat mein Cousin mich angemeldet. Und was war denn das? Er hat gebeatboxt, ich habe Jay Sean gesungen, Ride It oder so. Und das war total krass, weil das war wirklich Recall, Re-Recall, und es ging immer weiter, und ich war unter den letzten 20. Und dann hast du da so einen Fragebogen bekommen, so, ja, keine Ahnung, ja, was hältst du von Sarah Connor, so auf die Art, die war damals die Jurorin. Und es war die Zeit, wo sie sich getrennt hatte von Mark Terenzi. Und dann hatte ich irgendwie gemeint, so irgendwie, ja, das Beste an ihr ist, dass Terenzi sich getrennt hat von ihr oder irgendwie sowas. Ich habe nicht wirklich überlegt, ja. Und die hat das wohl in den falschen Hals bekommen. Und dann hat es echt geknallt irgendwie. Und in diesen so gesagten Live-Shows, die eigentlich gar keine Live-Shows waren, wurde mir dann gesagt, ich wäre ein Rüpel oder irgendwie sowas. Und ja, der Ding vom Block und so, heißt der Blockjunge so. Keine Ahnung, und dann haben sie mich aus der kompletten Staffel rausgeschnitten. Aber ich finde, mittlerweile war es besser so, ja. Okay, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wer da gewonnen hat. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe mich, also X-Factor, gibt es überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, Alter. Aber da, wie gesagt, Sarah Connor war da eben die Leitfigur in der Staffel, aber ja, war trotzdem eine coole Zeit, weil ich meine, du merkst schon anhand von dem Feedback, dass das, was du machst, halt schon irgendwie ankommt. Ja, du landest ja nicht einfach so unter den letzten 20, sage ich mal. Und würdest du es Leuten raten? Jungen Underground, Sängern speziell, sagen, hey, komm, geh mal zu einer Castingshow? Ja, also ich würde es nur jemandem raten. Hast du was gelernt in dem Moment?
Ja, also ich würde es nur jemandem raten, der es drauf hat. Weil du siehst ja auch viele Leute, ich frage mich immer, wer sagt den Leuten, geh hin und sing vor, wenn die so schlecht singen, ja? DSDS ist krass, gell? Ja, also es gibt wirklich Leute, wo ich mir sage, das hätte man sich sparen können, aber es ist natürlich ein Sprungbrett. Also wenn du wirklich weit kommst, es gibt ja diese Beispiele, ja, vielleicht nicht viele, aber einige gibt es halt schon, ja, Pietro zum Beispiel. Das ist oder, der einzige, wollte ich auch gerade sagen, das ist der einzige Mensch. ja, aber auch die anderen, also die sind vielleicht nicht so berühmt, aber machen auch erfolgreich Musik. Alexander Klavs, ich glaube, der macht auch seitdem, verdient der seine Brötchen durch Musik, ja. Das ist, glaube ich, im Theater irgendwo oder so. Tarzan macht der oder so Musical-Style. Ja, sowas. Aber ist ja egal. Also oder dieser, kennst du Engelsgesicht? Diesen, Der Tattoos im ja, Gesicht? kennst du den? Ja, ich kenne den. Der wirklich scheiße gerappt hat. Ich glaube, das war mehr so eine Provokation, aber Ich wusste gar nicht, dass der bei DSDS war. Ich kenne ihn nur von irgendwelchen YouTube-Videos, wo er Leute beleidigt. Ziehst dir mal rein. Der hat auf Mozart-Beat gerappt, aber es war auch kein Rap mehr. Ich glaube, der wollte einfach nur auffallen und wollte polarisieren. Letztlich ist die Rechnung aufgegangen, weil der hat seitdem, ich glaube, einen ziemlich erfolgreichen YouTube-Kanal und hat halt seine Fanbase. Yeah. Engelsgesicht. Ja, Cosimo. ja, also für die Leute würde ich schon raten. Also wenn du Entertainer bist, mach's. Ja. Wenn du Entertainer bist, dann entertain die Leute, dann mach das. Aber wenn du wirklich sagst, du bist so ein Sensibelchen, dann lass es sein, weil Man wird schon hart weggedisst da, ja. ja, und dann, wenn du es eben dann nicht wegstecken kannst, dann nicht, dass du dann am Ende irgendwie nicht mehr klarkommst oder so. Also. Wie Daniel Kübelberg zum Beispiel. Also ich weiß ja nicht, wenn der wirklich freiwillig runtergesprungen ist, dann hat er sicher durch die ganze Medien Turbo Boho bestimmt schon an der Klatsche gehabt. Kann schon sein, dass dich das auch mitnimmt, wenn du das psychisch nicht verarbeiten kannst, den Druck. Ja. Weißt du, was das Krasseste war an dieser Daniel Kübelberg Selbstmordgeschichte? Also die Geschichte war ja, dass er sich bei einem, was war das, ein Kreuzfahrtschiff, dann hat er sich dann runtergestürzt und ist dann nie wieder aufgetaucht und dann im Meer gestorben. Und nach seinem Tod, 2 Tage später, hat Dieter Bohlen ein Instagram-Video gemacht, wo er quasi sein Beileid bekundet und halt sein Statement zum Tod von Daniel Kübelberg gibt. Mhm. Und er hatte einen Pullover an, auf dem stand Be One with the Ocean. Ja, das ist ich meine, ein Diss auf einem höheren Niveau kann man nicht erleben, glaube ich, oder? Ja. Scheiße, ey. Stimmt, da war was. Da ist ein Shitstorm, glaube ich, losgebrochen, oder? Digga, ja, das ist... Ja, aber der ist schon, also Dieter Bohlen hat schon faustdick hinter den Ohren, Mann, also. Ja. Zu 99% wirst du hart weggedisst. Oder du hast halt Glück wie Pietro Lombardi und schaffst es halt, ja. Ja, das war der Einzige, der es irgendwie geschafft hat. Gut, ich würde sagen, wir sind eigentlich schon fast durch. Schade. Ja, gibt es noch irgendwas, über was du reden möchtest? Oder hast du noch irgendwas im Petto gerade? Also ich würde gern dich was fragen. Ja, gerne. Frag mich alles, was du willst. Weil Kande ist doch eigentlich türkisch. Ja. Und woher, vielleicht erläuterst du mal, woher kommt dein Name? Mein Name? Ich habe damals, ich mit einem Kollegen, ich habe Just for Fun früher immer gerappt, so mit 13, 14, Headset-Musik-mäßig zu Hause und habe diese Sachen teilweise auch ins Internet gestellt, so voll scheiße und war halt dann immer noch darauf aus, hey, ein Rapper braucht natürlich auch einen Namen und mein erster Name war eigentlich Criminal, habe ich mich genannt, Criminal. Auch cool. Ja, und dann war ich mit einem Kollegen, Ekrem, wie gesagt, hieß der, bei ihm zu Hause und bei einer türkischen Familie läuft er auf türkisches Fernsehen. Nachrichten, oder? Wahrscheinlich. Ja, genau, türkisches Fernsehen und dann stand Canle, also Canli, also mit C, ich kann es nicht richtig aussprechen, mit C. Also live eigentlich. Ja, genau, live. Und ich habe ihn gefragt, was heißt es? Und dann hat er mir gesagt, das heißt live. Und wenn man es mit K schreibt, dann heißt es blutig. Blutig, ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, er ist eigentlich cool. Und dann habe ich mich so genannt für so ein paar Sachen und dann bin ich einfach bei dem Namen geblieben. Also voll geil, finde ich richtig krass. Ein türkischer Name, Alter. Ja, richtig geile Herleitung, Mann. Der Blutige. Genau, blutig. Weil ich schreibe meine Texte mit Blut, so für die Realness, Ja, so mäßig. So. Fand ich cool damals und seitdem habe ich es nie geändert einfach. Fand ich cool. Aber im Endeffekt ist es ein türkischer Name, ja. Ja, feier ich. Übertrieben. Geile Story, Mann. Ja. Ja, Kande, geil. Danke für die Einladung. Gerne, Digga. Ich fand's sehr schön, dass du da bist. Ich werde mir deinen Stuff auch noch in Zukunft geben. Und ich wünsche dir sehr viel Erfolg für die Zukunft. Und deine neuen Artists, wenn die in Deutschland alle angekommen sind, kannst du auch herschicken, Digga. Ja, gerne, Bro. Also wir connecten uns weiterhin.
Hau rein. Hau rein, Bro. War eine schöne Zeit. Peace. Jo Leute, das war unsere neue Folge von Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, macht einen Kommentar, lasst eine Bewertung da, checkt die Beschreibung, folgt Omero auf Instagram, Facebook, YouTube und so weiter. Und wir sehen uns demnächst. Peace.